Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Eine ältere Dame sitzt an einem offenen Fenster und nimmt mit uns unvermittelt, unverwandt und direkt Kontakt auf. Durch ihren Blick zieht sie uns ins Bild hinein, in sich ruhend, selbstbewusst, ganz bei sich seiend. So wie sie ihren Sohn Oskar Kokoschka betrachtet. Maria Romana Kokoschka, die vergötterte, die geliebte Mutter des Oskar Kokoschka, der Ankerpunkt in seinem Leben. Jene Frau, die ihm Halt gibt und die für ihn so bedeutsam und wichtig ist. 1917 porträtiert er sie, von Emotionen getragen, der Pinselduktus, der Pinselschlag, der Farbauftrag von unglaublicher Dynamik getragen, nutzt er zentimeterdicke Farbaufträge, um etwas sichtbar zu machen, wie da einst Vincent van Gogh, der für ihn so bedeutsame Impulsgeber, der so viele impressionistische Künstler der Wiener Sezession, die etwas Neues daraus entwickeln werden, beeinflusst hat. Aber Oskar Kokoschka löst sich von dieser ästhetisierenden Malerei der Sezessionskunst, auch wenn er als großes Talent gilt und von Gustav Klimt, vor allem aber von Adolf Loos, sehr früh gefördert werden wird, weil Loos die Chance sieht, gegen die gutbürgerliche Eleganz und Ästhetik etwas ins Treffen zu führen, mit diesem Oberwildling, wie Oskar Kokoschka bezeichnet und genannt wird. Es geht ihm nicht darum, die Oberfläche der Körper naturalistisch, konkret, gegenständlich, überzeugend darzustellen. Er wird als Seelenaufschlitzer bezeichnet, weil er tatsächlich eine Möglichkeit findet, den Menschen auf den tiefsten Seelengrund zu blicken, ihr Unbewusstes auszuloten, ganz im Sinne neuer Ideen eines Dr. Sigmund Freud, der mit der Psychoanalyse eine Therapie in die Welt gesetzt hat, die aus seinem sezierend genauen Blick auf das, was uns Menschen letztlich ausmacht, nämlich das weite Land, das Unbewusste. Oskar Kokoschka dringt in die tiefsten Tiefen vor und macht genau jene Schichten sichtbar. Die eigene Mutter dient dazu, ihre Seele offenzulegen. Nicht jede und jeder, die sich von Oskar Kokoschka auf Betreiben seines großen und wichtigen Förderers Adolf Loos bereit erklären werden, für ihn Modell zu sitzen und sich von ihm porträtieren zu lassen, werden einverstanden sein mit dem Ergebnis. Zu entlarvend, zu unrühmlich zuweilen auch ist dieser Blick auf die Persönlichkeit. Schonungslos, brutal, zuweilen auch grausam. Maria Romana Kokoschka, die Mutter des Künstlers, lässt ihren Blick auf ihren Sohn ruhen und lässt es zu, dass er mit liebevollem Blick ihre Seele wahrnimmt und durchleuchtet. Oskar Kokoschka wird in Pöchland geboren, 1886. 1980 wird er am Genfer See in Villeneuve bei Montreux versterben. Ein langes, ein weites Leben. Einer der wichtigsten ersten Vertreter des österreichischen Expressionismus wird Kokoschka, der Avantgardist, der wilde, wüste, skandalös umwitterte Künstler, neue Wege beschreiten und damit eine neue Welt in der Kunst eröffnen. Wenn Sie einen Blick auf diese seelenaufschlitzenden, tiefen Blicke werfen wollen, wir freuen uns auf Sie in der österreichischen Galerie Belvedere. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Aura dieses Bild Oskar Kokoschkas auf sich wirken zu lassen.